Wir empfangen morgen den SC Freiburg. Euch jetzt viel Spaß im Feiertagsmagazin mit Nobby. Neuer Anlauf. Am Samstag soll endlich der erste Sieg 2018 eingefahren werden. Alte Gewohnheit. Heimspiele gegen Freiburg waren immer auch Heimsiege. Neuer Mann. Antrittsbesuch im Feiertagsmagazin Manuel Akanji. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Morgen geht es gegen den Sportclub aus Freiburg und da wollen wir natürlich den ersten Sieg im Jahre 2018 in der Bundesliga einfahren. Es wäre auch gleichzeitig der 500. Sieg in einem Heimspiel von Borussia Dortmund. Verrückt, letzte Woche hatten wir die Möglichkeit, den 20.000. Auswärtstreffer zu erzielen, was wir allerdings auch gemacht haben, unser Gingy. Also jede Woche passiert irgendetwas gibt es zu prämieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen. Und über dieses Spiel möchte ich mich mit einem unterhalten, der gerne am morgigen Tag seinen allerersten Sieg mit dem BVB einfahren möchte. Manuel Obafemi Akanji, 22 Jahre jung, Innenverteidiger und seit knapp 2 Wochen ein Borusse. Eine Zeit, in der der Schweizer schon so einiges erlebt hat. Das ist der Wahnsinn. Ich bin mir das überhaupt nicht gewöhnt. Normalerweise in der Schweiz sind es viel weniger Fans, die hier sind und ja, ist einfach nur toll hier. Turbulente Tage für den Neuzugang. In Berlin bereits im Kader und schon bald auf dem Platz. Ja, auf jeden Fall ist er schon mal auf dem Cover der neuen Echt. Und bei mir auf der Couch, da freue ich mich natürlich besonders drüber. Kannst ja gucken, bist du zufrieden? Ja, ist ein gutes Foto. Sehr schön. Ja, ob du spielst, du kannst mir sagen. Weißt du schon was? Kannst du den Trainer fragen. Also ich versuche alles zu geben im Training und dann sehen wir am Wochenende, wer spielen wird. Ja. Wie gut hast du dich schon eingelebt in Dortmund und freust du dich zum ersten Mal auf diesen wunderschönen Rasen zu laufen? Ja, natürlich freue ich mich sehr darauf. Ich habe eben das erste Spiel der Rückrunde habe ich vom Stadion miterlebt, aber leider konnte ich noch nicht auf dem Platz stehen oder der Mannschaft irgendwie helfen. Aber ich freue mich riesig darauf und ich glaube, ich habe mich auch gut hier eingelebt. Ich komme gut klar mit allen Mannschaftskollegen und auch mit dem ganzen Staff. Also ja, ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Professionell und lustig. Ja, beides ein bisschen. Ja, genau. Wir haben schon ein paar Bilder von dieser Woche gesehen. Ja, wir wollen dich natürlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb gibt es jetzt den Fragenkonter. 5 kurze Fragen von mir, 5 kurze Antworten von dir. Okay? Du hast lange Leichtathletik betrieben. Welche Disziplin am liebsten? 60 Meter Sprint war es da. Das können wir hier mal gucken. Und du hast lange Tennis gespielt. Was war dein Paradeschlag und was war deine Schwächen? Ich war immer besser mit der Vorhand wie mit der Rückhand. Ja. Und darum konnte ich besser angreifen mit der Vorhand. Und ja, mit der Rückhand wollte ich immer das Beste machen, aber es wäre manchmal einfacher gewesen, den einfacheren Ball zurückzuspielen. Und darum habe ich zu viele Fehler gemacht mit der Rückhand. Welche Hobbys hast du sonst noch? Zu Hause spiele ich viel mit Freunden Playstation. Aber da gibt es bei uns auch genug in der Truppe. Aber ich kann natürlich nicht so viel spielen, da ich auch noch eine Freundin habe und Zeit mit ihr verbringen werde. Deine Schwester Sarah, die spielt auch Fußball, auch Innenverteidigerin. Was kann sie denn besser als du? Eine schwierige Frage. Ich habe noch nicht so viele Spiele von ihr gesehen wie sie von mir. Aber ich habe es immer versucht, auch im letzten Jahr waren es, glaube ich, 2 oder 3 Spiele, die ich von ihr gesehen habe. Und sie ist eine große Leaderin im Team. Also sie hat auch den ganzen Frauenverein gegründet, in dem sie jetzt spielt.
Okay. Und ich glaube, sie hat vielleicht noch eine größere Leaderfunktion wie ich in der Mannschaft, ja. Die kannst du dir aber auch hier erarbeiten, kein Problem. Ja, du bist ja noch jung. Von Zeit zu Zeit kann man sich das erarbeiten. Ja, genau. Was hast du in Dortmund bereits kennengelernt? Außer im Trainingsgelände. Das Stadion, leider noch nicht, als ich im Aufgebot war, aber ein paar Restaurants zum Abendessen und ja, das Hotel L'Arrivée. Okay. Jetzt bist du Spieler in der Fußball-Bundesliga und mich würde mal interessieren, wie intensiv du die Liga vorher verfolgt hast oder verfolgen konntest. Ja, letztes Jahr war es noch ein bisschen mehr wie dieses Jahr, weil sie es im Schweizer Fernsehen übertragen haben und seit diesem Jahr läuft es nicht mehr ab. Ich habe mir ein Sky-Abo zugetan, dass ich mir die Spiele anschauen kann. Ich kam natürlich nicht immer dazu, da ich selber auch Spiele hatte, aber eigentlich die internationalen Ligen, die ich verfolge, waren immer Bundesliga und Premier League und ja, darum kam ich öfter dazu oder sonst habe ich die Highlights unter der Woche geschaut. Wir sind alle Fußballer und schauen natürlich gerne ein bisschen Fußball, auch wenn es in einem anderen Land ist. Ne? Sicher, ja. Ganz genau. Das Schöne an der Liga ist ja, dass sie unfassbar spannend ist. Jetzt oben nicht so richtig spannend, aber dahinter, da erleben wir im Moment etwas Einmaliges. Der Kampf um die Champions-League-Ränge. So eng war er zu diesem Zeitpunkt noch nie. Nur ein Zähler Differenz zwischen Platz 2 und 7. Einzigartig seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Genauso dicht das Gerangel um die Plätze in der Startelf beim BVB. Neue Gesichter, mehr Optionen. Peter Stöger hat die Auswahl. Das Gedränge ist groß auf fast allen Positionen. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Aber bitte nur im Training. In der Liga überlassen wir das Hauen und Stechen gerne den anderen. Ja, umso wichtiger ist es natürlich, dass wir morgen einen Dreier einfahren. Freiburg ist ja nur ein Katzensprung von Basel entfernt. Weißt du irgendetwas über die Mannschaft? Nein, nichts Spezielles. Ich weiß nur, dass ein paar Schweizer da gespielt haben, wie zum Beispiel Roman, Admir Mehmedi auch und Amir Abrashi spielt immer noch dort. Also ja, ich kenne ein paar, die dort gespielt haben, aber selber war ich noch nie da im Stadion. Habe sie nur ein paar Mal im Fernsehen verfolgt. Kommen wir zurück zu dir. Im Fragenkonter haben wir ja festgestellt, dass du sehr, sehr sportlich bist und natürlich auch schon warst früher. Was hat den Ausschlag gegeben, sich dann doch letztendlich auf Fußball zu konzentrieren? Genau, ja, also es war mit 11, als ich zum FC Winterthur gewechselt habe, musste ich aufhören mit dem Leichtathletik. Also ich habe mich dafür entschieden, weil ich lieber Fußball und Tennis spielte. Und dann ja, mit 13 oder 14 habe ich mich dann völlig auf den Fußball konzentriert, weil es für mich das Wichtigste war und mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ja, ich finde es da, auch wo du jetzt das bist bei Borussia Dortmund, anscheinend hast du doch das Richtige gemacht. Ja, glaube ich auch, ja. Du bist der 6. Schweizer, der zum BVB gewechselt ist. Der allererste war André Ekli. Das ist schon ein bisschen her. Der hat aber in 31 Spielen 6 Tore erzielt und das ist die beste Quote eines Abwehrspielers ever in der Geschichte von Borussia Dortmund. Also der Erwartungsdruck an dich ist riesengroß. Ja, ich versuche natürlich mein Bestes zu tun, aber der wichtigste Job für einen Verteidiger ist natürlich zuerst die Tore zu verhindern. Und deshalb heißt er ja auch so. Ne? Ja, darum. Ja, wenn es gut läuft, freut man sich natürlich auch, wenn man nachher ein Tor schießen kann und so der Mannschaft helfen kann. Aber ja, zuerst ist es wichtig, das Tor zu verteidigen. Du bist knapp 1,90 Meter groß und trotz alledem sagst du, am Kopfballspiel könntest du noch ein bisschen arbeiten. Wie kann das denn sein? Ja, es ist nicht nur die Größe entscheidend. Also es ist auch die Präzision nachher, wenn man den Ball trifft, das Timing, wie man hochspringt. Also es kommt nicht nur auf die Größe drauf an. Ich habe zwar gegenüber kleineren Spielern natürlich einen Vorteil, dass ich einfacher an den Ball komme, aber man muss ihn auch eben
auch noch präzise zum Mitspieler bringen oder sei es vor dem Tor nach einer Flanke ins Tor köpfeln. Also ja, so einfach ist es schon nicht, wenn man groß ist. Aber das ist ja gut, wenn man sagt, da muss ich noch dran arbeiten. Das finde ich schon toll. Jetzt kommen wir zu einer Frage von einem Kollegen. Wir kommen zur Rubrik Sag doch mal. Hey Manu, ich habe gehört, dass du heute im Studio bist und ja, ich habe da eine kleine Frage an dich. Wie sieht es schon die ersten Tage in Dortmund im Hotel ohne gutes WLAN und ohne Playstation vorübergegangen und ja, wie hast du es empfunden? Was hat er gesagt? Wir waren die ersten Tage im Hotel ohne WLAN. Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, weil wir wollten eigentlich mal zusammen Playstation spielen, aber ich habe ihm gesagt, es funktioniert leider nicht wegen dem schlechten WLAN. Und ja, aber ich muss mich halt irgendwie anders beschäftigen. Also ich habe auch Serien, die ich schaue auf meinem Laptop oder man kann ja auch anders Playstation spielen, also nicht nur online irgendwie im Karrieremodus oder so. Und ich habe immer Freunde, mit denen ich telefoniere. Und ja, jetzt beschäftige ich mich halt ein wenig Aber anders. irgendwann, verspreche ich dir, wird das mit dem WLAN in Deutschland auch besser. Ja, sicher. Wenn ich in meine Wohnung einziehe, dann wird es sicher besser sein. Ja. Auf jeden Fall. Für dich sicherlich schön, dass ein Schweizer Kollege, den du aus der Nationalmannschaft kennst, schon im Team ist. Das erleichtert doch vieles, oder? Ja, das ist so. Es hat mir sehr geholfen. Gerade am ersten Tag, als ich ankam, kam er nach dem Spiel ins Restaurant zu mir und meiner Familie und hat mit uns zusammen gegessen. Und auch die nächsten Tage hat er mich immer rumgeführt, hat mir gezeigt, wo die Spieler manchmal essen, wie es in der Garderobe abläuft, wie es am Spieltag ist. Also der ganze Ablauf halt. Und ich kann ihn auch immer fragen, wenn etwas ist. Und mittlerweile kenne ich auch die Mitspieler schon besser und sie unterstützen mich wirklich auch sehr gut. Und ich kann auch zu ihnen kommen mit allen Fragen, die ich habe. Das ist schön. Dass du dich wohlfühlst, das finden wir wirklich gut. Deine Mama ist Schweizerin, Papa ist Nigerianer. Du spielst für die Schweiz. Wie viel Nigeria steckt denn noch in dir? Ist schwer zu sagen. Also ich bin halt in der Schweiz geboren und darum habe ich einen bisschen größeren Bezug zu der Schweiz, weil ich dort alle meine Freunde habe, meine Familie lebt da. Und ja, die Verwandten, die in Nigeria wohnen, kenne ich nicht sehr gut. Also ich war, glaube ich, 6-mal da. Aber das letzte Mal war auch schon etwa vor 8 Jahren. Und ja, zu der Familie aus Nigeria habe ich eigentlich nur noch am meisten Kontakt zu meinen Cousins, die aber mittlerweile auch nicht mehr dort wohnen, sondern in Amerika. Den einen habe ich getroffen in den Sommerferien. Und ja, darum ist der Bezug nicht mehr so groß zu Nigeria. Aber ich würde gerne wieder mal zurückgehen und ja, alle wieder treffen. Dafür wird sich sicherlich die Zeit finden. Sicher, ja. Schön. Jetzt wird es natürlich ganz schwer für dich. Jetzt kommen wir zur Rubrik Zweikampf. Das heißt Manuel gegen Nobby. Lothar Huber, Ball auf die rechte Seite. Foul vom Schiri. Foul am Schiri. 3, 2, 1. Yep. Oh. Das war gelb. Sind wir beide falsch gelegen? Wir beide falsch. Boing. Schappi. Boah. 3, 2, 1. Ja, alles andere, wenn du als Gast bist, wäre eine Schweinerei. Ja, darum nimmst du die gleiche wie ich. Du hast Angst zu verlieren, ne? Nee, wieso? Ich kann... Ai. Was ist das? Was bedeutet das? Blutegel? Kennst du den? Ja, ich weiß, was ein Blutegel ist. Ja. Wadenstecher weiß ich auch nicht. Blutegel. 3, 2, 1.
Du hast auch das Unwahrscheinliche. Ja, ich denke, weil genommen. sie vielleicht Kopf an Kopf treffen und dann ist es vielleicht, nehmen wir das vielleicht einen Blutegel, ich weiß nicht. Oh, war nicht der. Philipp Degen, ne? Ach, der Philipp. Das war. Kennst du ihn? Ja. Das ist auch ein guter Typ. Manuel, wir sind beide gleich gut oder gleich schlecht, ne? Ja, ist Ansichtssache. Ja, trotz alledem. Ich gratuliere dir. Ich dir auch. Zu einem Punkt. Fair und unentschieden. Ja, genau. Wir schauen mal auf den Zwischenstand. Sieht meiner Ansicht nach richtig gut aus. 33:31 für mich. Manuel konnte da nichts dran ändern. Wir machen jetzt ein schönes Foto, Selfie. Ja, warte mal gucken, dass wir da irgendwie... So, ein schönes Bild rauskriegen. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen mit der Entwicklung. Ich möchte dem einen oder anderen, der jetzt unsere Sendung sieht, natürlich noch Mut machen. Es geht gegen den Sportclub aus Freiburg. 0-9 Spiele hintereinander haben wir gewonnen. 27:3 Tore erzielt. Boah, tolle Bilanz. Schaut mal. Ja, tolle Tore, ne? Einfach weitermachen morgen. Ich hoffe es, ja. Ja, wir drücken die Daumen. Jetzt gucken wir mal, ob das Bild... Ja, ich finde, ich bin gut getroffen. Ach ja? Also es geht. Vielleicht kannst du da irgendwann den Mund schreiben, dann sieht man das. Sehr schön. Mal vielen, vielen Dank. Wir drücken dir natürlich die Daumen für das morgige Spiel. Wir wünschen dir noch viel mehr, dass du verletzungsfrei bleibst, dass du gesund bleibst, Danke dass vielmals. du viel Spaß hier hast beim BVB, weil wenn du Spaß hast, haben wir auch Spaß. Ich hoffe es. Ihr drückt zu Hause die Daumen für das Spiel. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Viele Grüße, der Nobby und der Mann. Ciao, ciao. Ciao.